Eine Einführung zu Performance-Metriken eines KI-Systems. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten zu definieren, wann ein KI-System fair ist. Wir schauen uns im Folgenden genauer statistische Definitionen von Fairness an. Mithilfe des Datensatzes wurde bereits ein KI-System trainiert und die Parameter des KI-Systems stehen fest. Die folgenden Performance-Metriken werden auf dem sogenannten Testdatensatz evaluiert. Schauen wir uns zunächst an, wie eine binäre Klassifizierung funktioniert, also dem Zuordnen von Objekten zu einer von zwei disjunkten Klassen. Zu den Objekten des Testdatensatzes kennen wir die tatsächliche Klassenzugehörigkeit, da sie zuvor erhoben wurde. Typischerweise umfassen binäre Klassifizierungen eine Klasse, die der positive Zustand ist, und eine andere Klasse, die der negative Zustand ist. Der Klasse für den positiven Zustand wird die Klassenbezeichnung 1 zugewiesen und der Klasse mit dem negativen Zustand wird die Klassenbezeichnung 2 zugewiesen. Diese Abgrenzung kann natürlich vorgegeben sein, wie beim Beispiel handelt es sich auf dem Bild um eine Katze. Bei diesem Beispiel Klasse 1, ja, positiv. In anderen Fällen, wie bei der Bewertung der Stimmung in Kommentaren, könnte die Klasse mittels Schwellenwert abgegrenzt werden. Wie beim Beispiel 80% der Nutzer empfinden dieses Kommentar als negativ. Klasse 2 negativ. Nehmen wir an, wir haben 5 Kommentare, von denen wir die tatsächliche Klasse kennen, da sie aus dem Testdatensatz stammen. Wie zuvor, 3 Kommentare haben tatsächlich eine positive Stimmung und 2 tatsächlich eine negative Stimmung. Das KI-System prognostiziert nun die Klassenzugehörigkeit der Kommentare. Das erste Kommentar wird richtigerweise vom KI-System zu der Klasse 1, also positive Stimmung, zugewiesen. Wir bezeichnen diese Klassifizierung als True Positive. Das zweite Kommentar wird fälschlicherweise vom KI-System zu der Klasse 2, also negative Stimmung, zugewiesen. Wir bezeichnen diese Klassifizierung als False Negative. Das dritte Kommentar wird richtigerweise vom KI-System zu der Klasse 2, also negative Stimmung, zugewiesen. Wir bezeichnen diese Klassifizierung als True Negative. Das vierte Kommentar wird richtigerweise vom KI-System zu der Klasse 1, also positive Stimmung, zugewiesen. Wir bezeichnen diese Klassifizierung als True Positive. Das fünfte Kommentar wird fälschlicherweise vom KI-System zu der Klasse 1, also positive Stimmung, zugewiesen. Wir bezeichnen diese Klassifizierung als False Positive. Nun haben wir die 4 Klassifizierungen kennengelernt, die ein KI-System im Falle der binären Klassifizierung angeben kann. True Positives, False Positives, True Negatives und False Negatives. Diese nutzen wir im nächsten Schritt zur Ermittlung der Performance-Metriken. Die meisten Performance-Metriken zur Bewertung der Modellfairness beziehen sich entweder auf die Arten von Fehlern, die ein KI-System machen könnte, oder auf die Vorhersagekraft des KI-Systems für verschiedene Gruppen. Die wichtigsten Performance-Metriken zur Evaluation sind aus der Confusion-Matrix abzulesen. Sie enthält die Anzahl der richtig und falsch klassifizierten Objekte je Klasse. Im Folgenden nutzen wir also die Anzahlen der True Positives, False Positives, True Negatives und False Negatives, um die Performance-Metriken zu berechnen. Performance-Metriken eines KI-Systems: Accuracy, Precision und Recall. Zunächst die Accuracy, Anteil der richtig klassifizierten Objekte. Schauen wir uns die Berechnung der Accuracy an einem Beispiel an. Wie zuvor besprochen, werden bei den Performance-Metriken zur Evaluation die tatsächlichen Klassen, hier grünes bzw. rotes Objekt, mit den vorhergesagten Klassen des KI-Systems, hier oben bzw. unten, verglichen. Die Accuracy ist der Anteil aller Objekte, welche richtig klassifiziert werden. In diesem Beispiel wird ein Objekt fälschlicherweise zu Klasse 1 zugeordnet, obwohl es tatsächlich zu Klasse 2 gehört. Ähnliches gilt für die Vorhersagen für Klasse 2. Hier werden also 3 Objekte richtig zu Klasse 2 und 4 Objekte richtig zu Klasse 1 zugeordnet. Insgesamt sind es 9 Objekte. Die Accuracy beläuft sich folglich auf etwa 78%. Die Precision, Anteil der als Klasse 1 klassifizierten Objekte, welche tatsächlich Klasse 1 angehören. Schauen wir uns erneut das Beispiel an. Bei der Berechnung der Precision interessieren uns nur die Objekte, welche von dem KI-System zu Klasse 1 zugeordnet werden.
Wie hoch ist hier der Anteil der richtig klassifizierten Objekte? 4 von 5 der zu Klasse 1 zugeordneten Objekte gehören tatsächlich Klasse 1 an. Die Precision beläuft sich also auf 80%. Der Recall. Anteil der Objekte der Klasse 1, welche auch zur Klasse 1 zugeordnet werden. Schauen wir uns dazu ein Beispiel an. Bei der Berechnung interessieren uns nur die Objekte, welche tatsächlich zur Klasse 1 gehören, also alle grünen Objekte. Wie viele dieser Objekte werden richtig zur Klasse 1 zugeordnet? In dem Beispiel werden 3 der insgesamt 4 Objekte der Klasse 1 richtig zur Klasse 1 zugeordnet. Der Recall beläuft sich also auf 75%.